Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video zum Thema Nullstellen in der Rubrik Mathe Kursstufe. Ja, mir ist aufgefallen, dass ich das noch gar nicht behandelt habe. Ist eigentlich mehr ein kleiner Exkurs, aber trotzdem wichtig fürs Abi auch, weil man ja oft auch Nullstellen berechnen muss von Hand. Mit dem GTR geht es ja einigermaßen leicht, aber ja. Ja, dazu braucht man weder Ableitungen noch irgendwelche komplizierten Sachen. Ähm, Und zwar kann man hier einfach gleich loslegen und sagen, eine Nullstelle ist da, wo unsere Funktion, also unser Funktionswert f von x, nicht x, sondern f von x, null wird. Wenn der natürlich null wird, das ist nicht diese Funktion, das ist die aus dem letzten Video. Ähm, Wenn diese Funktion hier, das ist ja unser f von x, wenn es null wird, dann haben wir eine Nullstelle, nämlich da und da. Ja, fangen wir mal an. Wie machen wir das? Wir setzen einfach f von x gleich null. Da können wir dann einfach sagen, statt f von x können wir natürlich x hoch 3 plus x Quadrat schreiben, ist gleich null. Und hier gibt es jetzt mehrere Tricks, die ich alle in diesem kleinen Video behandeln werde. Um diese Gleichung zu lösen, brauchen wir eigentlich nichts weiter als x Quadrat auszuklammern. Ach, das war nichts, tut mir leid. Als x Quadrat auszuklammern. Klammer auf, so x hoch 3 durch x Quadrat, bleibt noch x übrig. X Quadrat durch x Quadrat, eine Zahl durch sich selber ist immer 1, ist gleich null. So wie wir schon mitbekommen haben, ist ein Produkt immer dann null, also das Produkt ist das da, ist immer dann null, wenn wenn ein Faktor oder beide Faktoren null sind. So, ähm, jetzt brauche ich mal gleich hier so eine schöne Gleichung, damit wir auch unterscheiden können, welches x ich gerade habe. x1 bedeutet ja im Prinzip, wenn der Teil hier null ist, der vor der Klammer, dann wird auch die ganze Gleichung null. Denn null mal irgendwas ist immer null. Ist ja auch so. Also, wenn hier null steht, null zum Quadrat ist null und was anderes geht ja auch nicht, weil irgendwas zum Quadrat ist nicht null, außer wenn es null ist. Ich hoffe, ihr konntet gerade folgen. Also ist x1 null. x2 brauche ich eine neue Gleichung. X plus 1 ist gleich null. Der Teil in der Klammer. Wenn x plus 1 null ist, dann ist ja auch das da außen null. Weil hier mal null steht. Und wenn ich mal null habe, dann ist es ja automatisch null. Also machen wir auf beiden Seiten minus eins und dann steht hier x gleich minus eins. So, x2, tut mir leid. Da muss ich gerade noch was einfügen. Nein, das ist falsch. So, x2 ist minus eins. Jetzt haben wir schon unsere beiden Nullstellen berechnet. Was wir uns definitiv sparen können, ist hier diese beiden Werte für Punkte da reinzusetzen. Wenn wir das da reinsetzen, gibt es ja normalerweise immer Punkte. Aber in dem Fall können wir uns das sparen, weil das soll ja gerade null sein. Das heißt, da wird auch null rauskommen. Wir können es natürlich machen, wenn wir es überprüfen wollen. Wenn ich hier jetzt mal kurz die null einsetze, null hoch 3 plus null Quadrat ist null, haben wir richtig gemacht. Wenn ich das hier einsetze, minus eins hoch 3 ist minus eins. Also minus eins mal minus eins gibt plus eins mal nochmal minus eins gibt minus eins und hier kommt plus eins raus. Wenn minus eins mal minus eins plus eins ist, dann kommt hier auch wieder gesamt null raus. Das heißt, wir haben unsere beiden richtigen Lösungen und schon die erste Nullstelle die beiden Nullstellen rausgefunden. Jetzt, wie mache ich das? Wenn jetzt zum Beispiel ähm, hier noch mehr stehen würde. Das hier könnt ihr gar nicht null setzen, weil hier dieses x hoch 3 noch darum steht. Das ist ziemlich blöd. Kann man aber echt nur durch Raten rausfinden, beziehungsweise der GTR kann es auch ausrechnen. Also werdet ihr höchstens sowas vorfinden. Da können natürlich noch beliebig viele Zahlen vorne dran stehen.
Zu der Gleichung hier sage ich mal Stichwort PQ-Formel, ne? Also, wie machen wir das? X Quadrat plus x plus 2 gleich 0. Und ob ihr mit PQ-Formel oder ABC-Formel lieber arbeitet, bleibt euch überlassen. Ich habe die ABC-Formel, also Mitternachtsformel wird sie auch genannt, nehme ich als immer. Und da heißt es dann einfach, da macht es nämlich keinen Unterschied, was hier vor dem x Quadrat steht. Bei der PQ-Formel müsst ihr immer darauf achten, durch die Zahl vor dem x Quadrat zu teilen, falls da nicht einstehen sollte. Dann heißt es hier x1, 2, also entweder 1 oder 2, das soll kein Durch sein, ähm, ist gleich äh, hoch minus b, oh Gott, wie geht plus minus? Plus minus, das muss ich jetzt leider suchen. Ah, da ist sie ja schon. Tipptopp. Okay, das ist natürlich klasse, dass ich die gerade gefunden habe hier. Machen wir das nochmal ordentlich. Also das ist unsere ABC-Formel. Minus b plus minus b Quadrat minus 4ac durch 2a. So, jetzt könnt ihr euch denken, a, b, c. A ist die Zahl hier vorne dran, b ist die Zahl hier vorne dran und c ist hier diese Zahl. Also b ist in dem Fall plus 1, also schreiben wir hier eine 1 hin. B Quadrat 1. A ist auch 1 und C ist 2. Und A ist wieder mal 1. Das heißt, wir können hier gleich mal so hinschreiben. So, und da hätten wir es schon. Ist gleich. Ähm, minus 1 plus minus Wurzel aus 1 minus 8. Ja, das ist natürlich klasse, weil ich euch gleich mal ein Beispiel gebracht habe, wo es nicht funktioniert. Wenn die Wurzel hier negativ wird, ihr wisst hoffentlich, negative Wurzeln gehen nicht. Und hier kommt 1 minus 8 raus. 1 minus 8 sind bekanntlich minus 7 und negative Wurzel, wie gesagt, geht nicht. Das heißt, ihr habt hier einen Error. Error. Weil diese Wurzel hier negativ ist. Das bedeutet, diese Funktion hier hat einfach keine Nullstellen. Ansonsten müsstet ihr jetzt einfach hier weiterverfahren. Also ich nehme jetzt einfach mal an, hier wird eine 4 stehen. Da wird eine 4 stehen. Machen wir sie einfach mal so hierher. So, dass wir hier auch weitermachen können. Ähm, 16 minus 8 gibt. Moment. Okay, 16 minus 8 gibt 8. Ist nicht so schön, aber okay. Das heißt, wir haben hier minus 4 plus minus Wurzel 8 durch 2. Ja, da brauche ich dann einen Bruch dafür. Minus 4. Da wird es plus minus haben, das sich nicht so leicht finden lässt. Machen wir einfach mal weiter. Ich verändere das jetzt einfach mal hier der Einfachheit halber, nicht, dass ihr hier ewige Stunden warten müsst. So, minus 4 plus minus Wurzel 8. Dann ist x1 minus 4 plus Wurzel 8 durch 2 und x2 ist minus 4 minus Wurzel 8 durch 2. Dadurch habt ihr wieder zwei Stellen bekommen, die beide eure Nullstellen sind. So, weiter geht's. Was mache ich, wenn ich komische Hochzahlen habe? Sowas wie, ja, wo sind wir denn? X hoch 4 plus, achso, das kann ich ja selber tun. X Quadrat plus 2. Oh nein, was für ein Schreck. Ich kann nicht mehr als hoch 2 machen. Doch, könnt ihr. Ich sag's euch. Dann sagt ihr einfach
U oder Z oder was euch gerade am liebsten ist, von mir aus auch P oder weiß Gott was, ist gleich x Quadrat. Dadurch verändert sich diese Gleichung hier wie folgt. Ich kopiere das einfach mal hier raus. Hier steht nicht mehr x, sondern u Quadrat. Das ist eine Sätze, 2, aber macht nichts. Jetzt besser. Und hier steht überhaupt kein Hoch mehr, sondern nur noch u. Und bei der plus 2 ändert sich nichts. So, jetzt haben wir wieder dasselbe Problem wie vorhin, dass es nicht aufgeht. Aber ihr bekommt dann einfach ein u raus. Sagen wir, u ist gleich, das ist jetzt von mir definiert, das ist nicht für diese Gleichung hier zutreffend. Ähm, sagen wir, u ist 5. Was hier nicht für stimmt, ja, nochmal zu betonen. Dann nehmt ihr dieses 5, ne, nehmen wir 4, 4 ist besser. Nehmt ihr diese 4 und setzt die gleich x Quadrat. Dann zieht ihr die Wurzel. Wurzel aus 4 ist, Achtung, nicht nur 2, sondern auch plus minus 2. Ach, ich hasse dieses plus minus. 2 ist gleich, ich muss das nochmal extra machen, weil es mich mal wieder hier rausgeschmissen hat aus meiner Formel. x1. Hier würdet ihr natürlich auch noch was anderes rauskriegen. Hier würdet ihr auch noch ein zweites u vermutlich rauskriegen. Mich schmeißt immer aus der gleichen raus. Jetzt. x1 ist gleich Wurzel aus, also plus Wurzel aus 4 macht 2. Und jetzt Achtung, x2 ist aber auch minus 2. Denn minus 2 mal minus 2 ist auch wieder plus 4. Ja? Das heißt, ihr habt hier für jede Lösung, die ihr hier rauskriegt, schon mal 2 Lösungen. Gut, also immer auf das Plus-Minus achten und hier schön substituieren nennt sich das. Also substituieren ist dieses Verfahren, dass man x hoch 4, mit dem man nicht rechnen kann, x hoch 2, mit dem man auch nicht, mit dem man so auch nicht rechnen kann, einfach zu u umwandelt und damit kann man dann rechnen. Wenn ihr jetzt aber hier noch plus x hoch 3 bekommt, dann geht es nicht mehr. Weil dann habt ihr ja hier, könnt ihr das nicht durch u ersetzen, dann habt ihr hier noch ein x drin, dann wird es ganz kompliziert. Das Ding ist dann auch nicht mehr u. Deswegen wird sowas auch eigentlich nicht vorkommen, weil man soll ja damit rechnen können. Ja, das wären erstmal die grundlegenden Sachen zum Lösen von solchen Gleichungen und zum Lösen von Nullstellen. Das könnt ihr auch bei Extremwerten oftmals brauchen, solche Sachen. Oder auch bei Wendepunkten manchmal, also vergesst das bitte nicht. Ja, das nächste Mal machen wir weiter mit Symmetrieverhalten von Funktionen. Ist auch eigentlich relativ einfach und schnell abgehakt. Also, ja, macht's gut, bis dann.